Hallo und herzlich willkommen im Light Novel Dungeon. Ich bin Stefan und heute bringe ich euch im Rahmen der Goblin Slayer Woche Tag 4 das Review zum Goblin Slayer Band 4. Dieses Buch enthält eine Sammlung von Kurzgeschichten aus der Welt des Goblin Slayers. Erfahrt mehr dazu in dieser Review von Band 4 des Goblin Töters. Dieses Review enthält kleinere Spoiler zum Inhalt der Geschichte des Bandes. Wenn ihr die also nicht hören wollt, schaltet bitte an dieser Stelle ab. Im Review zum Goblin Slayer Band 1 und auch unserem Eintrag der Liste der deutschen Light Novels könnt ihr mehr Allgemeines zu dieser Reihe erfahren. Offizielle Beschreibung. Hier auch wieder die offizielle Beschreibung der Light Novel Band 4 von Ultraverse. Goblin Slayer hat in seiner Zeit als Abenteurer zahllose Goblins getötet und ist dabei vielen Wesen begegnet, die er mittlerweile als Kameraden schätzt. Sie alle geben wie der Krieger ihr Bestes, um der Welt jeden Tag ein bisschen mehr Frieden zu schenken. Allgemeine Informationen. Wie auch schon bei den Erstauflagen der ersten 3 Bände liegt auch Band 4 wieder eine Charakterkarte und ein Lesezeichen bei. Diesmal auf den Extras zu sehen: der Zwergenschamane. Als ich allerdings etwas näher und vor allem im Vergleich mit den vorherigen Bänden mal etwas genauer hingesehen habe, fiel mir etwas auf. Das Lesezeichen des Zwergenschamanen ist im Vergleich zu den bisherigen nicht ganz so schön ausgefallen. Schaut einfach mal auf das Artwork. Nach etwas Überlegung habe ich auch eine Theorie, weshalb dieses Lesezeichen nicht mit so einem hochwertigen Bild versehen ist wie diese zuvor. Für die Lesezeichen hat Ultraverse wohl die Bilder der Charaktere auf den Covern als Basis verwendet. Scheinbar wird der Zwergenschamane auch in Zukunft wohl kein Cover ziehen, zumindest nicht bis Band 13, weshalb man wohl eher zu einer alternativen Illustration greifen müsste. Im Übrigen wird auch dem Echsenmenschenmönch ein ähnliches Schicksal widerfahren, da auch er nie auf einem Cover zu sehen ist. Bin gespannt, was uns in dieser Hinsicht erwartet. Insgesamt finde ich zwar nicht, dass Ultraverse mit dem gewählten Motiv etwas Schlechtes ausgewählt hat, aber es bricht leider schon sehr mit dem Stil der bisherigen Lesezeichen. Allerdings kann man Ultraverse hier wohl nur wenig vorwerfen. Sie müssen das Material nehmen, was sie von Japan bekommen, und da war wohl keine passende Zeichnung im gleichen Stil für unseren Zwerg dabei. Schade ist es dennoch. Der Rest des Buches entspricht dem, was wir auch schon von den vorherigen Bänden kennen. Ein glänzendes Softcover mit schönem weißen Naturpapier. Meine Meinung zu Goblin Slayer Band 4. Weiter geht es in den Chroniken des Orkbolg, unter Nicht-Elfen auch Goblin Slayer genannt. Diesmal serviert uns der Autor keine Geschichte eines großen Abenteuers rund um den Goblin Slayer und seine Truppe, sondern betreibt in Band 4 der Saga etwas mehr Worldbuilding als zuvor. Wir bekommen hier nämlich diverse Kurzgeschichten aus der Welt des Goblin Slayers serviert. Die Geschichten spielen dabei alle irgendwo zwischen den Bänden 1 und 3. Über den Inhalt will ich an dieser Stelle gar nicht so viele Worte verlieren, wie ich sonst so gerne mache. In diesem Band erwarten uns Einblicke in die Welt rund um den Goblin Slayer und seine Truppe, und die kleine Grenzstadt wird ähnlich wie schon in Band 3 etwas lebendiger und wirkt weniger wie eine Kulisse. Der Band bietet uns eine bunte Mischung an Geschichten, um genau dieses Ziel zu erreichen. Wir folgen dabei unter anderem Anfängerabenteurern dabei, wie sie die Kanalisation der Stadt von Ratten frei erhalten und welche Schwierigkeiten dabei auf sie lauern. Natürlich vernichtet der Goblin Slayer auch in diesem Band wieder ein Goblin-Nest. Damit es nicht zu eintönig wird, lässt sich der Autor immer wieder etwas Neues einfallen. Die erste Hälfte einer Geschichte über ein Goblin-Nest wird nämlich aus der Sicht eines Goblins erzählt. So liest man nochmal sehr schön, was für miese kleine Biester die Goblins auch untereinander sind. So ein Perspektivenwechsel kann ja manchmal ganz spannend sein. Ansonsten erfahren wir auch mehr dazu, was die Priesterin, die Hochelfen-Bogenschützin, die Kurhirtin und die Gildenangestellte so treiben, wenn sie nicht gerade ihrer jeweiligen Arbeit nachgehen und mal einen Tag frei haben. Leider erfahren wir über den Zwerg und den Echsenmensch nicht viel mehr, als wir vorher schon wussten. Sie haben keine eigenen Geschichten in diesem Band bekommen. Und das, obwohl der Band eine kurze Geschichte dazu enthält, wie die Elfin lebt und ein paar ihrer Besonderheiten zeigt. Etwas schade, dass die beiden anderen Partymitglieder nicht dieselbe Behandlung erhalten haben. Vielleicht ja mal in einem anderen Band. Immerhin bekommen wir als Häppchen zu den beiden mit, wie sich die ungleiche Truppe aus Zwerg, Echsenmensch und Elfe zusammengefunden hat. In einer anderen Geschichte erfahren wir noch, was passiert, wenn der Goblin Slayer zusammen mit dem Speerkämpfer und dem Panzerkrieger auf ein Abenteuer geht. Das Ganze endet dann irgendwie lustiger und komischer, als ich mir das vorgestellt habe. Aber selbst ein magischer Turm kann scheinbar 3 Silberrang-Abenteuer nicht wirklich aufhalten. Insgesamt ist es sehr schön, dass der Autor mit Band 4 eine Geschichtensammlung eingeschoben hat, statt einfach weiter blind und schnell die Haupthandlung der Serie voranzutreiben und dabei die Welt, in der die Geschichte spielt, einfach zu vernachlässigen. Wobei der Goblin Slayer bisher kein so wirklich
Ziel hat, als die Goblins auszurotten. Meist ist es einfach viel schöner, wenn eine Geschichte in einer für den Welt nachvollziehbaren und lebendigen Welt spielt. Für mich ist gutes Worldbuilding vor allem bei einer Fantasy-Geschichte wie Goblin Slayer oder einem Isekai wie Log Horizon sehr wichtig, da die Geschichte nicht in unserer Welt spielt und sich unser Wissen aus dieser Welt nicht so einfach übertragen lässt. Es gibt einen Grund, warum klassische Fantasy und vor allem Isekai einen großen Boom erleben. Man muss in solchen Werken weniger die Welt erklären und kann sich auf ein RPG-System als Stütze verlassen. Daher ist gutes Worldbuilding in diesem Genre keine Garantie. Gutes Worldbuilding unterscheidet für mich eine gute von einer nicht so guten Serie. Schön, dass diese Serie mit den Bänden 3 und 4 einen weiteren Grundstein für eine glaubhafte, lebendige Welt gelegt hat. Man kann mit sowas auch sehr gut die Bindung zwischen dem Leser und den Charakteren stärken, die schon mal in der zweiten Reihe zurückfallen. Diese kleinen Geschichten lassen den Leser mehr über die Charaktere erfahren und wie sie in der Welt leben und was sie antreibt. Man gibt dem Charakter, also dem namensgebenden Charakter, und füllt sie mit Leben, sodass sie mehr sind als nur ein Pappaufsteller. Ich wünsche mir, mehr Serien würden sich mit der Welt, in der sie spielen, beschäftigen. Als letztes kann ich hier nochmal lobend hervorheben, dass ich diesmal keine Rechtschreibfehler seitens Altreibers gefunden habe. Fazit: Was kann ich also zum Band 4 des Goblin-Töters sagen? Insgesamt war dieser Band jetzt nicht geladen mit riesig viel Spannung, aber das ist auch wirklich in Ordnung so. Dieser Band fügt sich schön an Band 3 an, indem er uns noch mehr über die Welt des Goblin Slayers erzählt und ihr etwas mehr Charakter verleiht. Uns wird gezeigt, was die Leute rund um den Goblin Slayer so treiben, wenn dieser mal nicht zugegen ist. Dabei ist es auch etwas schade, dass wir nicht mehr zum Zwerg und dem Echsenmenschen erfahren haben, die ja auch ein vitaler Teil der Gruppe des Slayers sind. Aber für die Zielgruppe der Novels, wohl am ehesten junge Männer, sind die weiblichen Wesen der Geschichten natürlich spannender. Vielleicht erfahren wir ja doch noch irgendwann mal was zu den anderen beiden. Abgesehen vom Lesezeichen, was in den bisherigen Bänden etwas schöner war, ist mir von der Präsentation her besonders bei der Rechtschreibung nichts negativ aufgefallen. Für Ultraverse ist dies lobend zu erwähnen, da ich sonst dort leider schon Schlechteres sehen musste. Vielleicht sind mir auch eventuelle Fehler diesmal einfach nicht aufgefallen. Erhältlich ist diese Novel als gedrucktes Buch wie schon der erste bis dritte Band im Shop von Ultraverse oder beim Buchhändler eures Vertrauens für 12 Euro. Ein E-Book gibt es immer noch nicht. Und das war's auch mit Tag 4 der Goblin Slayer Woche. Morgen erwartet euch dann die letzte Review zu einer Light Novel mit Band 5 vom Goblin Slayer. Ich hoffe, ihr freut euch so drauf wie ich. Falls ja, haut auf den Abonnieren-Knopf, läutet die Glocke und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ich sage euch eins, ihr könnt euch schon aufs Wochenende freuen, denn für Samstag und Sonntag habe ich euch etwas sehr Spezielles vorbereitet, wo viel Arbeit reingeflossen ist. Wir sehen uns dann morgen im Light Novel Dungeon zu Tag 5 der Goblin Slayer Woche. Bis dahin, tschüss!